Ich glaube 2018 war es, ist hier im Atlasgebirge, da ist ein Wandertrail, ein Trek auf den Gipfel hoch und da konnten wir halt immer ohne Guide wandern. Da sind halt 2 Schwedinnen anscheinend von IS-Fanatikern entführt worden und enthauptet worden. Und das hat halt so negative Schlagzeilen anscheinend gegeben für Marokko und auch für das Land und für den König, dass dann quasi die Polizei irgendwo alle auf Hab-Acht-Stellung getrimmt wurden und jetzt entsprechend den Touristen, egal wo du stehst, also selbst wenn der kilometerlanger Sandstrand ist, da ist kein Mensch, kommen die nachts gefahren und schicken dich weg. Wir sind Tina und Matthias und wir reisen mit unseren 3 Kindern und unseren 2 Hunden mit unserem selbstgebauten Wohnmobil Aloha durch die Welt. Je nachdem, wie weit man ausholen möchte, war unser Traum, Deutschland zu verlassen, um einen Campingplatz zu kaufen. Das haben wir versucht, sind schlussendlich noch nicht erfolgreich gewesen darin und haben beschlossen, dass bevor wir tatsächlich einen Campingplatz kaufen, das ist nach wie vor unser Wunsch, möchten wir gerne noch ein bisschen reisen. Und da alle Standard-Wohnmobile, die wir uns angeschaut haben, sehr klein waren, für 5 Personen plus 2 Hunde, haben wir beschlossen, wir werden einen alten Feuerwehrtruck kaufen und den zu einem Wohnmobil umbauen. Rette sich, wer kann. Also mir war es sehr wichtig, eine große Küche zu haben, weil ich A, leidenschaftlich gerne koche und B, mich gefühlt sehr, sehr oft in der Küche aufhalte mit 5 Personen. Deswegen habe ich gesagt, bitte, ich brauche eine Küche, in der ich einfach kochen kann, in der wir abspülen können, in der ich eine Arbeitsfläche habe. Und mir war es wichtig, dass ich nicht erst 20 Kisten zur Seite räumen muss, um an einen Topf zu kommen. Und deswegen ist die Küche relativ groß ausgefallen. Und wir sind gasfrei, wir kochen nur mit Induktion, was sehr gut funktioniert, weil wir einige Solarplatten auf dem Dach haben. Ja. Wie viel habt ihr? 8 Stück mittlerweile. Also bis wir losgefahren sind, hatten wir 6 Solarplatten auf dem Dach. Haben dann aber gemerkt, also alle haben uns immer gesagt, ihr braucht eine zweite Batterie. Mit einer Batterie, da kommt ihr nicht hin. Wir haben aber die eine Batterie nie voll gekriegt, weil wir so einen hohen Stromverbrauch haben. Und dann haben wir irgendwann überlegt, okay, also das heißt, wir brauchen keine zweite Batterie, sondern wir brauchen einfach noch mehr Solarplatten. Wir haben auch einen Backofen eingebaut. Und das Tolle ist, also es ist ein ganz kleiner, aber es geht alles rein. Man kann auch Brot damit backen. Und der Backofen hat sogar eine Mikrowellenfunktion. Tief ist er wie ein ganz normaler. Ne? Wie ein ganz normaler Backofen und breit ja auch. Nur nicht so hoch. Super praktisch. Hier haben wir auch eine Spülmaschine, die wir ehrlich gesagt nicht so häufig nutzen. Weil wir dachten, das ist ja toll. Wir benutzen die Spülmaschine, lassen die laufen, bis zum nächsten Essen ist die fertig. Also anscheinend essen wir zu oft, weil wir schaffen das nicht. Also es ist doch schneller mit der Hand abgespült. Im Sparprogramm braucht die nur 7, 8 Liter ungefähr, aber sie läuft halt 4 Stunden. Und irgendwie schaffen wir das nicht, 4 Stunden nichts zu essen oder keine Ahnung. Es klappt nicht so gut. Und während der Fahrt geht sie leider aus. Das wäre dann natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, die einfach während wir fahren laufen zu lassen. Das geht zum Beispiel mit der Waschmaschine, aber die ist nämlich mit 3,5 Kilo Gold wert. Aber die Spülmaschine schafft das nicht, ja, während der Fahrt. Der Waschmaschine ist das egal. Da können wir T-Shirts, Unterwäsche, Socken, können wir damit sehr gut waschen.
Bettwäsche, Handtücher sind oft zu schwer. Also man kann natürlich 2 Handtücher waschen, aber bei 25, 30 Liter Verbrauch lohnt sich das dann nicht. Da suchen wir dann doch Wäschereien auf. Es ist so, dass wir vom Ersparten leben. Wir haben unser Haus verkauft, wir haben alles verkauft, was wir in Deutschland hatten. Also Haus, Motorräder, Autos, Stereoanlage, alles. Drehbank. Und leben jetzt erstmal vom Ersparten. Und parallel sind wir jetzt am Überlegen, ob wir uns noch ein kleines Einkommen dann aufbauen, ein kleines Business aufbauen, online. Genau. Wir basteln an einer Homepage und es sind schon sehr viele Leute daran interessiert, zu erfahren, wie wir das Wohnmobil gebaut haben und aber auch wie das Ganze funktioniert, wie man mit einer Familie einfach so losziehen kann. Also rein rechtlich und Schulpflicht in Deutschland und so weiter und so fort. Und ja, da haben wir auch schon so ein bisschen, gehen wir so ein bisschen dann in die Beratung vielleicht. Coaching ist vielleicht übertrieben, aber naja, also wir sind ja schon mal einige Schritte weiter und können da einfach von unseren Erfahrungen berichten. Dann gehen wir mal in die Fahrerkabine. Also hier in der Fahrerkabine, wie schon erwähnt, haben wir 3 luftgefederte LKW-Sitze eingebaut mit Sicherheitsgurten. In der Mitte haben wir einen Notsitz, da kann auch mal ein Kind mitfahren oder ein Besucher. Sind alle 3 zugelassen, der hat einen Bauchgurt. Ja, hier seid ihr in unserem Wohn-Esszimmer. Hier sitzen die Kinder während der Fahrt. Wir haben hier einen schönen Tisch, der ist ausklappbar und auch höhenverstellbar und drehbar, also der ist sehr variabel. Man kann den dann, wenn also die Fahrersitze und der Notsitz in der Mitte, die sind alle 3 drehbar, auf Drehkonsolen montiert. Wir können das dann alles drehen, wenn schlechtes Wetter ist, und können auch den Tisch dann auf volle Größe ausklappen und haben dann somit ein schönes Wohn-Esszimmer, wo man sich auch mal bei schlechtem Wetter aufhalten kann. Ja, also wir haben ja das Auto mit doppeltem Boden gebaut. Ja, der ist ja 40 cm hoch. Wir haben hier die ganze Technik im doppelten Boden drin und hier hatten wir noch einen Freiraum, den wir irgendwie noch sinnvoll nutzen wollten. Da haben wir hier Schwerlastschienen eingebaut und wie man sehen kann, sind da die Schuhe und Lebensmittelvorräte noch untergebracht. Das ist halt nochmal sehr cool, dass man hier einen sehr großen Stauraum hat und auch vom Schwerpunkt her halt, das in der Mitte vom Fahrzeug ist und genau über der Achse. Wir haben uns dafür entschieden, uns aus Deutschland abzumelden. Das hatte aber auch wirklich verschiedene Gründe. Der Hauptgrund war, wir haben tatsächlich keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Wir haben unser Haus verkauft, wir haben unser Miethaus gekündigt und wir sind ja auch nicht da. Das heißt, wenn wir uns irgendwo gemeldet hätten, dann wäre das früher oder später eine Scheinmeldung gewesen, weil wir ja gar nicht anwesend sind. Und mit der Abmeldung aus Deutschland ist dann auch die Schulpflicht erloschen. Der nächste Buchstabe ist dran. Heute kommt das X. Weißt du, wie man das schreibt? Wie Xylophon? Nee, das ist einfach das Kreuz. Und danach Und danach? denke ich. Das Z. Ja, das stimmt. Schon wieder am Ende. Wir müssen gleich mal das Buchstabenhaus rausholen. Mir ist egal, welchen Strich, aber offiziell musst du den anderen Strich zuerst ziehen. Ja. Und jetzt müssen wir das Buchstabenhaus nochmal rausholen. Aber ich glaube, das kleine X geht genauso. Das ist nur dann im Erdgeschoss. Der kleinste, der Aurelian, der ist 6 Jahre alt. Der war noch gar nicht in der deutschen Regelschule. Er war nur im Kindergarten bisher und hatte also nur diese Vorschule. Das heißt, bis wir losgefahren sind, konnte er ja weder lesen noch schreiben. Er ist ein Junge und Zahlen, da muss man sich keine Gedanken machen. Das lief von ganz alleine, aber lesen, schreiben konnte er nicht. Und das ist ja auch Arbeit, ne? Man muss sich ja hinsetzen und lernen. So, und bei ihm haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir jeden Tag, oder fast jeden Tag, einen Buchstaben eingeführt haben.
Und das Tolle ist, dass er jetzt wirklich schon lesen und schreiben kann. Also es fehlen noch 1, 2 Buchstaben. Und jetzt sind wir seit 3 Monaten ungefähr dabei, das zu lernen. Und er kann das jetzt schon fast. Als wir dann nach Marokko kamen, da hat er das erste Mal gemerkt, es gibt noch andere Währungen auf dieser Welt. Und die Dirham, Euro, der Wechselkurs, der ist ja so ungefähr 10:1. Und eines Abends saßen wir da und da kam ein Fischverkäufer vorbei. Und der meinte, er hätte gerne 40 Dirham für einen Fisch. Und dann sagte Aurelian mit seinen 6 Jahren, ach, 4 Euro ist doch okay für einen Fisch. Und ich so, okay, gut. Also Mathe brauchen wir wirklich nicht so intensiv lernen. Das klappt. Unser Schlafzimmer, hier schlafen Matthias und ich. Hier oben sind unsere Kleiderschränke. Also wir haben eine Rolltechnik. Unsere T-Shirts und Röcke, was weiß ich, alles ist hier oben drin gerollt. Da haben wir alles unter, weil wir haben ja in Deutschland nichts mehr. Wir haben ja alles ausgegeben. Und also vielleicht ist noch eine Kiste mit Kleidung, die noch in der Tiefgarage steht. Ansonsten haben wir alles dabei. Zum Teil richtige Winterjacken haben wir noch in diesen Säcken, sag mir es, Vakuumsäcke in der Heckgarage. Hier kann man einen Vorhang einziehen, magnetisch. Hier habe ich Magnete angebracht und dann kann man hier einen Vorhang einziehen. Tja, viel mehr Privatsphäre wirst du nicht kriegen. Das ist so. Da müssen wir mal auf einer Fähre fahren. Das geht. Oder mal wenn wir irgendwann sagen, okay, mal vielleicht eine Woche ins Hotel oder Ferienwohnung oder so. Vielleicht haben wir ja auch mal das Pech, dass es eine Woche durchregnet und dann werden wir garantiert irgendwie in eine Ferienanlage flüchten wollen müssen, weil uns hier die Decke auf den Kopf fällt. Da ist dann ein bisschen Privatsphäre da, aber ansonsten nicht wirklich. Wir haben eine Trockentrenntoilette aus Keramik. Die ist aus Keramik, weil die handelsüblichen Trockentrenntoiletten, die man so kennt, sind ja aus Plastik, also ganz häufig Kunststoff oder fast ein Eimer. Ich wollte aber gerne eine wirkliche, richtige Toilette haben und das ist halt das ist genau wie zu Hause, dass es eben eine Trockentrenntoilette ist. Und bei uns ist es so, da ist ein Trichter eingegossen schon, ein Keramiktrichter. Das heißt, das Urin wird abgeführt in einen Urintank. Und ich wollte ganz gerne, dass wenn ich die Toilette aufmache, dass ich nicht von 5 Mann alles sehe, so direkt. Und deswegen haben wir ein 200er Rohr eingebaut, das durch den doppelten Boden in den Staukasten führt. Dort steht ein Eimer und dort kann man dann von außen die Tüte entnehmen und entsorgen. Unsere Dusche ist 90 cm breit und 70 cm tief. Und das heißt, wir können wirklich einfach gut duschen. Siehst du? Wir können super gut duschen. Und eigentlich normalerweise, bevor wir duschen, machen wir hier zu. Wir haben 2 Möglichkeiten, unser warmes Wasser zum Duschen und zum Spülen aufzubereiten. Und zwar haben wir den Warmwasserboiler an den kleinen Kühlkreislauf im Motor gehängt. Den können wir hier mit 2 Kugelhähne an- und abschalten. Und das heißt, wenn wir eine halbe Stunde gefahren sind, haben wir kostenlos 30 Liter 90 Grad warmes Wasser, was wir dann zumischen können. Also ist genug Wasser, um die Waschmaschine laufen zu lassen mit wenig Strombedarf oder zu duschen. Also wir versuchen immer nach einem Fahrtag zu tanken und zu duschen. Also es ist nur ein Stressfaktor, wenn man jeden Tag fahren Ja, möchte. vor allen Dingen, wenn du nicht weißt, wo du am Abend ankommst, wie viel Strecke kannst du machen, Stellplatz dann suchen, Supermarkt suchen, musst dich ja jeden Abend neu orientieren.
Und auch da brauchst du ja 1, 2, 3 Stunden, bis du irgendwo stehst und sagst, jetzt ist sicher und jetzt können wir schlafen. Hast dann Essen gemacht. Wenn du jetzt einfach in den Urlaub fährst auf dem Campingplatz, dann weißt du, ich fahre dorthin und dann bleibe ich da. Ja, das ist halt bei so einer Reise eigentlich nicht planbar. Und das kostet halt viel Zeit. Und ja, wir haben auch immer schon 2 Stunden vor Sonnenuntergang haben wir gesagt, jetzt aber allerspätestens suchen wir einen Stellplatz, weil ansonsten, also im Dunkeln ankommen, im Dunkeln einen Stellplatz suchen, das ist wirklich gar nicht schön. Du weißt nicht, wo du bist, du weißt nicht, ob du sicher bist. Wir sind einmal in Sizilien, auch leider im Dunkeln, weil wieder alles so spät wurde, in einer Stadt angekommen, in der Nähe vom Ätna war das. Und da war ein altes, verlassenes Stadion. Und da fuhren natürlich riesen Parkplätze. Aber das Stadion war so verlassen und zerfallen. Und wir haben gesagt, naja, also hier, da können wir stehen, definitiv, das ist ja gar kein Problem. Gut. Ich habe gesagt, morgen ist Samstag, aber das wird ja kein Fußballspiel sein in so einem Stadion, ne? Ja. Und dann am nächsten Morgen um 5 Lärm. Ich dachte, warum läuft da ein Stromaggregat hinter unserem Auto? Ich habe nur so und dann machst Rollo hoch, Fenster auf, guck raus. War alles voll mit Menschen und die haben hier fleißig Marktstände aufgebaut um unser Wohnmobil. Also habe ich die Kinder geweckt, die Tina geweckt, habe gesagt, alle raus, wir müssen los, sonst kommen wir hier nicht mehr weg. War auch so. Wir wären auch nicht mehr weggekommen. 2 Minuten später wären wir komplett eingezingelt, umbaut gewesen. Also wir haben einen normalen haushaltsüblichen Kühlschrank eingebaut. Den haben wir auf 24 Volt Kompressor umbauen lassen. Kann ich mal aufmachen, kann man sehen. Also wir haben relativ viel Lebensmittel dabei. Wir sind ja auch zu 5 unterwegs. Wir haben auch 3 Gefrierfächer, schöne große. Und das funktioniert halt wunderbar mit der 24 Volt Steuerung. Hier oben schlafen unsere Kinder. Das ist Kinderparadies. Wir haben hier schöne Holztritte für nach oben. Die Liegefläche ist 2 mal 2 Meter groß. Es hat jeder sein Regal mit Kuscheltieren, Spielsachen. Wir haben hier LED-Lampen mit USB-Ladedosen für die Tablets und Elektrogeräte. Wir haben hier hinten die Staufächer. Da hat jeder seine Spielsachen, Lego und Bücher mit noch drin. Unser Großer hat seine Kakteen, unser Mittlerer die Kakteen dabei. Die mussten unbedingt mit, also haben wir noch Kakteen hier eingepflanzt. Ja, ansonsten haben die hier ihre Kleiderschränke. Hier ist der Kleider von dem Kleinen, vom Aurelian. Haben hier oben auch noch, das siehst du jetzt halt nicht, hier oben haben wir noch eine 230 Volt Steckdose für das Tablet, wenn wir ein Video gucken wollen oder für einen Laptop. Ja, wie gesagt, hier haben wir die ganzen Kleider von den Kindern untergebracht. So, haben beide schöne große Fenster zum Rausschauen mit Fliegengitter. Und auch hier haben wir, falls wir in ein Malaria-Gebiet kommen, können wir hier nochmal ein extra Fliegennetz einziehen. Dass das einfach der Schlafraum dann nochmal geschützt ist. Bei uns war das ein Prozess, der hat über 2 Jahre gebraucht, bis wir sowohl äußerlich als auch innerlich so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, selbst wenn wir jetzt nicht mehr eine Rentenversicherung haben, in die wir einzahlen, damit können wir trotzdem noch ruhig schlafen. Ja, aber das dauert. Da kommst du ja nicht von heute auf morgen hin. Also das ist wirklich Schritt für Schritt für Schritt. Die allermeisten haben ja doch irgendwo noch Eigentum, Hauseigentum oder Wohnung oder was auch immer. Ich meine, da musst du ja erstmal gucken, wie wirst du deinen ganzen Besitz los, weil den brauchst du einfach absolut nicht mehr. Du brauchst ein paar Sachen und das musst du ja alles loslassen. Du musst ja immer gucken, du musst ja jeden Gegenstand in die Hand nehmen und überlegen, nehme ich dich mit, spende ich dich, verkaufe ich dich, lagere ich dich doch eventuell ein oder schmeiße dich einfach weg. Also das musst du ja mit jedem einzelnen Gegenstand in deinem ganzen Haus machen. Und das ist schon... Ja, es ist egal, ob das ein Löffel ist oder irgendeine große Stereoanlage. Ne? Du hast jedes Teil in der Hand. Manchmal legst du es weg und denkst, okay, morgen überlege ich nochmal, was mache ich damit. Und
ich sag mal, für mich war es auch schwierig, sich von den ganzen Sachen zu trennen. Ich habe ziemlich viele Besitztümer gehortet. Ja, ich hatte Fische gezüchtet, hatte riesen Aquarien, mehrere Motorräder, Rennkarts, Traktoren gesammelt. Hat alles nicht glücklich gemacht. Keine Ahnung, ja. Also Es war immer nur so eine Zeit. teure Stereoanlage und ein Rennrad und ein Mountainbike und es hat immer Überwindung gekostet, das dann zu fotografieren, zu inserieren und dann zu verkaufen. Und das hat auch immer einen Tag, 2 gedauert. Jedenfalls bei mir, das hat dann immer mal wehgetan. Und wenn es dann weg war, war es eigentlich gut und ich war dann froh, ja, dass es weg war, weil jedes Fahrzeug hat dann doch irgendwie ja wieder Arbeit gekostet und Geld und Zeit und du willst ja instand halten und Ja, leider können wir nicht jeden Hund retten, aber wenn wir können und uns so 3 so süße Welpen wie hier über den Weg laufen, dann füttern wir die immer ein bisschen. Und ja, ich habe jetzt Couscous gekocht. Es ist bestimmt nicht tierarztkonform, aber leider ist Hundefutter hier echt teuer. Sonst würden wir ja wirklich Hundefutter noch kaufen. Aber wir haben ja noch unsere 2 Großen noch dabei. Das gibt dann auch Ärger. Deswegen gibt es jetzt Couscous. Die Kleinen sind froh um alles, was sie bekommen. Und ich werte das halt immer ein bisschen auf mit Neemöl oder mit Kokosnussöl, weil die sonst so voller Fliegen sind. Und ja, Würmer werden sie sowieso haben, fürchte ich. Am liebsten würden wir gerne alle Welpen mitnehmen, denen wir so begegnen, aber es geht halt leider nicht. Aber wir können sie auch nicht hungern lassen. Geht auch nicht. Also kriegen sie jetzt mal eine Portion Couscous. Und sie kennen das schon. Am Anfang waren sie ganz schüchtern, als sie das erste Mal hier waren, hat sich keiner hergetraut. Und wenn ich jetzt mit dem Topf aus dem Wohnmobil rauslaufe, dann sind sie bereit. Gell? Mädels? Wollen wir? Ja, gell? Bist bereit, gell? Ja. Wir gehen dahinter, das ist noch sehr heiß. Deswegen muss ich das ein bisschen verteilen. Und unsere Hunde müssen wir zurückhalten. Ist noch ein bisschen Wurst drin, ein bisschen Paprika. Normalerweise koche ich gerne Zucchini und Brokkoli und die sind so dankbar um alles. Die fressen einfach alles. Ist heiß noch, Mäuschen? in Italien die 8 Wochen sind wir überall freigestanden und dachten dann, okay, cool, wir kommen jetzt nach Marokko und das ist noch viel besser. Überall freistehen und viel Natur und noch viel besser, weil Italien ist halt sehr viel bebaut und es ist halt doch schon eng von der Zivilisation her. Und dann dachten wir, okay, Marokko, das passt ganz gut. Sind dann von der Fähre runter und sind dann in die nächste Stadt gefahren, haben dann auch am Strand einen schönen einsamen Strand gefunden, haben ein paar Leute Barbecue gemacht, haben uns dann hingestellt und haben dann ein bisschen auch mit denen erzählt, die Kinder haben gespielt. Und irgendwann sind dann die Leute gegangen und gesagt, ja, schlaft ihr hier heute Nacht? Und ich so, klar, schlafen wir hier heute Nacht. Ja, hier könnt ihr nicht bleiben, hier ist nicht sicher. Und dann kommt heute Abend die Polizei und die schickt euch weg. Und ich sage, nee, also wir bleiben hier stehen, also soll hier nicht sicher sein. Ja. Ja, dann morgen früh fahren wir weiter. Und dann, ja gut, dann kam der Guard, also irgendwie gibt es anscheinend an jedem Platz hier in Marokko einen Guard, warum auch immer, oder wer, ja. Der kam und hat gesagt, das ist nicht erlaubt, wir müssen jetzt hier wegfahren. Und dann waren wir halt erstmal so verunsichert für die erste Nacht, dass dann die Einheimischen gesagt haben, ja, wir fahren da hoch, da ist eine Pizzeria, da könnt ihr parken, ich spreche mit dem Wächter da und dann könnt ihr da stehen. Und dann haben wir dann dort geparkt, das war dann auch ein Campingplatz dann zum Schluss. Und so hat sich das irgendwie die Reise jetzt so fortgezogen und wir haben eigentlich fast überall auf Campingplätze gestanden. Mhm. Auch wenn das ja im Vergleich zu europäischem Standard kein wirklicher Campingplatz ist. Nee. Ich denke, nach Corona waren die einfach zerfallen, ja. Also da gehen keine Duschen, da ist ja. Die Pools sind zwar da, aber die sind leer. Sie sind nicht teuer, aber ich sag mal 30, 50 Dirham, also 3 Euro, 5 Euro die Nacht, für das, dass du halt einfach nur auf dem Platz stehst, ohne Infrastruktur. Ist dann auch nicht so das Schnäppchen. Also wie gesagt, wir haben 1, 2 Plätze freigestanden, aber ansonsten ist es sehr schwer. Die Polizei kommt, die sehen dich und die schicken dich weg. Also immer unter diesem Deckmantel der Sicherheit. Also sagt keiner, ihr dürft hier nicht stehen, es ist verboten. Alle sagen, es ist nicht sicher genug. Bitte fahrt weiter, geht auf den Campingplatz.
wobei es teilweise auch gar keine Campingplätze mehr gibt. Teilweise sind sie wirklich geschlossen. Also wir haben halt keinen Vergleich, wie es vor 2 Jahren, also vor Covid war, weil wir da noch nicht hier waren. Aber jetzt, aktuell, ist es gar nicht mal so einfach, immer einen Campingplatz zu finden. Und wir sind auch schon 2-3 Mal dann eben auf kommunale Campingplätze ausgewichen. Und das ist wirklich einfach nur eine Mauer. Also ein Stellplatz mit einer Mauer drumherum. Und da haben wir teilweise auch schon 10, 12 Euro bezahlt, dafür, dass wir dann aber halt stehen dürfen. Dann andererseits denken wir, naja, dann zahlen wir halt 10 Euro, dafür weckt uns keiner nachts um 2:30 und schickt uns weg. Also das ist halt mit 3 Kindern auch nicht immer so lustig, ja. Und dieser Unsicherheitsfaktor, der dann tatsächlich ja dann aufläuft, den brauchst du nicht. Dann zahlst du halt die paar Euro und dann stehst du auf dem Campingplatz. Ja, 2-3 Mal haben wir auch neben Polizeistationen gestanden, das funktioniert dann auch, da fühlt sich die Polizei dann auch wohl, die sagen, ja, hier seid ihr sicher, hier dürft ihr stehen, wir passen auf euch auf die Nacht und das ist dann kostenlos auch. das ist dann kostenlos. Einige Einheimische und auch Reisen haben halt gesagt, der marokkanische König hätte die Polizisten drauf getrimmt, dass sie auf die Touristen aufpassen und dass auf gar keinen Fall irgendwas Negatives passieren darf wegen Tourismus. Schlagzeilen in Deutschland, ja, einer wird entführt und dann fährt ja keiner mehr nach Marokko. Und die Polizisten wollen natürlich das nicht in ihrer Verantwortung haben und schicken dich dann halt an unbewachten Plätzen auf den Campingplatz. Weil wenn was passiert, ist natürlich der Polizeichef von der Ware natürlich dann derjenige, der den Ärger kriegt und die Schuld kriegt. Also ich denke, die sind nicht mal wegen den Touristen besorgt, sondern wegen ihrem Job und sich selbst. Ne? Das ist so der Hintergrund, wie es uns jetzt erklärt wurde. Sag mal, Valentin, wie ist denn das? Vermisst du eigentlich deine Freunde oder den Rest der Familie? Ein bisschen. So den Rest der Familie jetzt nicht so, weil die sehen wir fast nie. Aber die Freunde. Ich habe auch Freundinnen, die sind total glücklich mit ihrem Leben in Deutschland und das finde ich großartig, weil wer ist das schon? Ja, also das ist ja sensationell, wenn man sagen kann, ich gehe super gerne arbeiten, ich lebe gerne in Deutschland, ich finde das ganz toll und finde, wow, ich freue mich total für sie. Aber für mich war es nicht. Und wenn man das selbst auch so empfindet, dass da irgendwie vielleicht noch mehr sein könnte im Leben, dann findet sich definitiv ein Weg, um das zu testen, um das auszuprobieren. Und das macht man Schritt für Schritt und irgendwann geht man diesen Weg. Und dann hat man das auch schon alles so verinnerlicht, dass einen da irgendwelche Steine, die da angerollt kommen, gar nicht mehr stören. Die nimmt man dann nur noch als Anlaufhilfe und springt da weit drüber. Das ist einfach dann, irgendwann ist man in so einem Flow und das Tolle ist, man lernt ja dann auch ganz viele Menschen kennen, die genau das Gleiche denken, empfinden und plötzlich hast du echt so eine Community oder so eine halbe Familie schon um dich herum, die, du brauchst dich gar nicht mehr erklären, du brauchst auch gar nicht mehr sagen, ja, wir wissen, das ist nicht so der normale Weg, die Kinder selbst zu unterrichten, aber sondern alle feiern dich total dafür, dass du deine Kinder selbst unterrichtest oder einfach in einem Wohnmobil lebst und die Welt erkundest und du dich nicht erklären musst, nicht rechtfertigen musst, sondern alle schwimmen so und gucken in die gleiche Richtung, alle schwimmen in die gleiche Richtung und das macht dann, es gibt so viel Kraft und so eine Unterstützung, also es ist unbedingt empfehlenswert.